Hi, ich bin Bennett und diese 4 Sachen musst du entscheiden, wenn du dein Handy ans Motorrad bringen willst. Wenn man einfach nur mal im Internet googelt, findet man eine riesen Auswahl an Handyhalterungen. Da wir aber auf jeden Fall einen Vibrationsdämpfer ans Handy haben wollen, gibt es eigentlich nur 3 Marken, die wirklich in Frage kommen. SP Connect, Quadlock und Peak Design. Am Ende des Tages nehmen sich diese 3 Hersteller nicht wirklich viel. Es gibt aber doch ein paar entscheidende Unterschiede. Vor allen Dingen kann man sagen, Quadlock hat eine riesige Komponentenauswahl, in der man sich ganz viel zusammenstellen kann, was es bei den meisten anderen Herstellern eher so gebündelt gibt. Der Vorteil an SP Connect ist, ich habe eine große Auswahl an Hüllen, die zum Beispiel wirklich das Handy komplett ummanteln. Quadlock hat zum Beispiel auch Hüllen fürs iPad. Die sind aber anders als SP Connect nicht komplett wasserdicht. Also soweit ich das sehen kann, kann man das zwar ganz gut mounten, aber es ist halt dann nicht wirklich geschützt. Der Vorteil an Peak Design ist, wie der Name schon sagt, die sind halt designtechnisch schöner. Die Hüllen sehen ein bisschen schöner aus und vom Designstandard her ist der Verschlussmechanismus wahrscheinlich der eleganteste, den es aktuell auf dem Markt gibt. Das Wichtigste ist aber, alle 3 dieser Hersteller bieten Vibrationsdämpfer. Und man kann sich jetzt einen Haufen Tests angucken, in dem mal Quadlock gewinnt, mal SP Connect gewinnt und mal schlägt Peak Design alle. Meiner Erfahrung nach ist es so, dass alle gut genug sind, um das Handy ausreichend zu schützen. Am Ende des Tages kommt es darauf an, wie schön möchte ich, dass mein Halter aussieht und hat der Hersteller, den ich mir auswähle, die Befestigungsmöglichkeit, so wie ich mein Handy ans Motorrad bringen will. Grundsätzlich muss man sagen, es gibt mittlerweile 1000 Möglichkeiten, das Handy ans Motorrad zu bringen. Es gibt Mirror Mounts, die hier für diese dünnen kleinen Stangen sind. Es gibt Mounts, die sind zum Beispiel für die Verschraubungen auf dem Bremszylinder oder Bremsflüssigkeitszylinder. Die gehen dann hier so runter, sodass das Handy neben den Armaturen sitzt. Die Standard-Mounts sind natürlich für die breiten Rohre für Lenkerstangen, wie der hier zum Beispiel gedacht, wobei der hier bei mir für die Drohnenfernbedienung ist. Und es gibt natürlich Universal-Mounts, die man einfach mit einem Klebepatch irgendwo anbringen kann. Grundsätzlich muss man sich natürlich überlegen, wie möchte ich das Handy montieren, sodass es bestmöglichst geschützt ist und für meine Vorlieben trotzdem noch super ist. Für mich spielen da 3 Sachen eine Rolle. Ich möchte es möglichst gut vor Vibrationen schützen, ich möchte es möglichst gut vor Sonneneinstrahlung schützen und ich möchte es für meine Vorlieben immer hochkant haben, weil ich dann am meisten Strecke vor mir sehe. Anstatt wenn ich es quer habe, sehe ich viel Karte rechts und links, aber die interessiert mich ja im Zweifel nicht. Nach meiner Erfahrung ist es so, wenn ich ein Handy möglichst hochkant anstatt quer ans Motorrad bringe, habe ich es erstens meinen Vorlieben entsprechend, aber zweitens habe ich die Erfahrung gemacht, dass die Bildstabilisatoren, die mechanischen Bildstabilisatoren in den Geräten so viel mehr Schaden kriegen als so. Schlichtweg, weil sie meistens so ein bisschen mehr für die Stabilisation Spiel haben, als sie so Spiel haben. Man hört das bei meinem Handy zum Beispiel relativ deutlich. Wenn ich das so schüttel, passiert nichts. Wenn ich es so schüttel, dann kann man das Klappern von dem Bildstabilisator hören. Der Grund, warum ich es möglichst aufrecht und nicht flach aufs Motorrad bringen möchte, sind Sonneneinstrahlung, die generell schlecht ist, aber auch sogenannte Einbrenneffekte. Das hängt ein bisschen davon ab, wie gut euer Bildschirm ist. Aber ein Einbrenneffekt ist generell, wenn das Handy ganz extrem Sonnenstrahlung ausgesetzt ist, in einem Zustand, in dem es etwas auf dem Bildschirm darstellt, das sehr dunkel ist, wo also die Sonne auch viel Energie draufbringen kann, sprich dunkles Kalimoto zum Beispiel, dann kann es passieren, dass sich bestimmte Elemente, die halt schwarz dargestellt werden im Handy, in den Bildschirm des Handys einbrennen. Und das passiert noch so ganz leicht, also man kann da immer noch durchgucken und sehen, was dahinter liegt, aber wenn man dann quasi einen hellen Hintergrund hat, hat man diese Elemente immer sichtbar im Bild. Das ist wirklich nur ganz, ganz leicht, aber es kann passieren. Und davor möchte ich das Handy natürlich bestmöglichst schützen. Am Ende des Tages will ich aber vor allen Dingen sicher fahren. Das heißt, ich möchte kurze Blickwege, ohne dass mir das Handy ständig im Sichtfeld ist. Und das heißt, ich muss es irgendwie möglichst nah an den Tacho und die ganzen Anzeigen bringen. Bei diesem Motorrad hieße das halt irgendwo in diesem Bereich. Am Ende des Tages gibt es hier nicht so viele Möglichkeiten. Ich könnte hier in diese Kanten noch einen Klebepatch machen, könnte mir überlegen, ob ich hier oben irgendwas drauf klebe oder ob ich hier hinten gegen das Windschild was klebe. Das ist natürlich alles Schwachsinn, weil das ist ein Reisemotorrad und das hat ja hier schon eine Stange, die für Navigationsgeräte oder Accessories vorgesehen ist. Also nutze ich natürlich die. Sonderformat bei diesem Motorrad ist, diese Stange ist recht dünn. Die ist nicht besonders dick und deswegen muss man hier darauf achten, so einen Mirror Mount zu nehmen, der halt eben die
Stärke von diesen Rohren mitbringt und für diese Rohre gedacht ist, weil diese Standard-Mounts, die halt für die Lenkergabelung sind, die sind in der Regel zu dick. Die haben zwar auch unterschiedliche Größen, kommen aber nicht auf das Format ran, was halt eben so dünn ist. Bei anderen Motorrädern muss man dann vielleicht kreativ werden. Hier bei dem Motorrad von meiner Frau seht ihr, wir haben das hier mit so einer Standardhalterung am Lenker und dann mit so einem Ärmchen so platziert, dass das Handy auch möglichst gerade, möglichst aufrecht sitzen kann. Das sitzt natürlich hier viel, viel flacher, als es mir eigentlich lieb ist, aber man muss ja Kompromisse machen. Außerdem nutzt meine Frau das sowieso so gut wie nie. Das ist wirklich nur für einen Notfall gedacht, beziehungsweise wenn sie wirklich mal alleine fährt. Wenn ich hier wirklich für dauerhaften Einsatz ein Navigationsgerät anbringen würde, würde ich auch versuchen, das irgendwo hier oberhalb des Tachos zu montieren. Und da es hier wirklich überhaupt gar keine Möglichkeit gibt, irgendwo was dran zu schrauben, bleibt hier wirklich nur die Möglichkeit, einen Klebepatch hier ans Windschild anzubringen und dann dort das Handy anzuschließen. Der Sponsor des heutigen Videos bin mal wieder ich. Auf bennettmototours.com findet ihr die GPX-Files zu fast allen meinen Reisen, außerdem Bildbände und hoffentlich bald auch richtig geilen Merch. Außerdem produziere ich meine Videos zum Teil Wochen im Voraus. Wenn ihr die Videos vor allen anderen sehen wollt, dann werdet doch einfach Kanalmitglied. Für ein paar Euro im Monat kriegt ihr da alles Content, immer und sofort. Und ansonsten lasst mir doch gerne ein Abo und ein Like da, das würde dem Kanal sehr helfen. Jede Navigation frisst Akku, also müssen wir uns auch noch um Stromversorgung kümmern. Es gibt im Wesentlichen zwei Möglichkeiten. Entweder ich hole mir zusammen mit meinem Vibrationsdämpfer gleich so ein Kombigerät, das auch induktiv laden kann. Oder ich montiere mir hier eine USB-Steckdose. Vielleicht habe ich auch schon ein Motorrad, die einfach eine USB-Steckdose hat. Im Wesentlichen heißt das, ich muss mich zwischen dem Laden mit einem Kabel oder dem induktiven Laden entscheiden. Und beides hat natürlich Vor- und Nachteile. Die größten Nachteile am Kabel sind, ich habe das Kabel und ich muss mir vielleicht eine Steckdose zusätzlich bauen, wenn ich sie nicht schon am Motorrad habe. Plus bei strömenden Regen kann es natürlich passieren, dass Wasser in die Ladebuchse eindringt, gerade wenn man im Sprühnebel unterwegs ist. Und das macht natürlich Probleme. Bei älteren Geräten, die keinen Überspannungsschutz haben, geht das Handy dann in der Regel aus. Und bei modernen Geräten hört einfach das Handy auf zu laden. Diese Probleme habe ich natürlich beim induktiven Laden nicht. Da kann ich das Handy immer laden. Da kann auch die Ladebuchse im Zweifel nass sein oder voller Wasser laufen und das Handy kann trotzdem noch laden. Aber ich habe es in einer schönen, cleanen Lösung, wo ich nicht immer das Kabel anstecken muss. Der größte Nachteil beim induktiven Laden ist die Hitze. Induktives Laden verursacht extreme Temperaturen im Handy. Akut macht das am Motorrad relativ wenig, weil ich habe Fahrtwind, ich bin draußen. Mir ist es aber schon passiert, dass Handys ausgegangen sind. Gerade im Stadtverkehr bei über 30 Grad kann es einfach passieren, dass das Handy dann viel zu heiß wird, weil zu der Sonneneinstrahlung natürlich noch die Hitze aus dem induktiven Laden kommt. Der Hauptnachteil an der Hitze aus dem induktiven Laden ist aber, dass natürlich das Gerät darunter leidet. Das Gerät selber leidet natürlich, aber am schlimmsten ist die Belastung für den Akku. Wenn ihr also das Handy nicht nur als reines Navigationsgerät nehmen wollt, dann würde ich stark vom induktiven Laden abraten, weil ihr euch damit massiv den Akku kaputt macht. Und das führt mich zum letzten Punkt. Eigenes Handy oder Zweitgerät? Der Hauptgrund, sein eigenes Handy zu verwenden, sind natürlich die Kosten. Kein zweites Gerät, keine zweite SIM-Karte und im Zweifel keine zweiten Accessories für irgendwas, was ich mit diesem Gerät vielleicht machen will. Für mich ist der wesentlichste Nachteil an einem Gerät, dass ich mein Handy dann nicht mehr an mir dran habe. Sollte mir mal irgendwann was passieren und das Motorrad ist auch nur einen Meter von mir entfernt und ich kann mich nicht bewegen, komme ich nicht mehr an mein Handy ran. Und das ist das Einzige, was mir wirklich Bauchschmerzen macht, wenn ich mein eigenes Gerät benutze. Die Vorteile von einem Zweitgerät liegen natürlich einfach auf der Hand. Mir kann es dann egal sein, ob die Kamera geschont wird oder nicht, weil die Kamera in dem Gerät ist mir im Zweifel völlig egal. Mir kann es egal sein, ob der Akku da halt Schaden nimmt oder das Gerät ein bisschen mehr leidet durch das induktive Laden, weil das Gerät ja nicht mein Hauptgerät ist. Und ich muss nicht so sehr darauf achten, wie ich das Handy am Motorrad montiere, eben weil es mir relativ egal sein kann, ob es jetzt möglichst geschont wird, wenig Sonne kriegt. Und ob das jetzt halt einen Einbrenneffekt hat, ist mir dann im Zweifel auch egal. Wenn ich die Möglichkeit hätte, würde ich mir auf jeden Fall immer ein Zweitgerät zulegen. Einfach aus dem Sicherheitsaspekt, dass man das Handy dann an der Person behalten kann. Was ich aber in jedem Fall machen würde, wenn ich mir ein Zweitgerät zulegen würde, ist eine zweite SIM-Karte. Die kostet 2-3 Euro im Monat und wenn ich schon das Geld habe, mir ein zweites Gerät zu besorgen, dann kann ich das Geld auch ausgeben. Schlichtweg, weil die Apps natürlich im Offline-Modus viel schlechter funktionieren, als sie das im Online-Modus tun und ich dann einfach viel flexibler bin, das Gerät dann auch in seinem vollen Funktionsumfang zu nutzen. Lasst es mich wissen, falls ich noch was vergessen habe. Ansonsten vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.